32 Angler, 16 Boote, Richtig geil, Alter. 9 Nationen, 3 Zielfische, 2 Zonen Oh, das ist so böse, ey. und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot, und der Anglerschmiede, dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 13. Folge des YPC Boat 2023 und damit zum zweiten Angeltag in Gruppe C. Bisher ist es ein enges Rennen. Alle Teams wussten, dass es an Tag 2 in Zone West sehr schwierig werden würde, Zander zu fangen. Deswegen war es am ersten Tag für alle Boote extrem wichtig, möglichst schnell 2 Exemplare in die Wertung zu bringen. Am besten gelungen ist das Team Savage Gear. Bereits in den ersten 60 Minuten konnten Andy Breker und Tom Heyer 2 gute Zettis beim Pelagen erwischen und führen momentan mit insgesamt 6 Wertungsfischen die Tabelle an. Bullseyes Ausgangslage ist ungleich schwieriger. Obwohl sie viel probiert haben, konnten Markus von Euff und Robin Imkamp bisher nur einen einzigen kleinen Zander in die Wertung bringen. Bei einem Rückstand von über 300 Punkten müssten die beiden am zweiten Tag schon eine ordentliche Serie hinlegen, um die Qualifikationsränge doch noch zu erreichen. Unmöglich ist das natürlich nicht, und wenigstens sollte die Hitze den Fischen nicht mehr so sehr auf den Magen schlagen wie an den Tagen zuvor. Tag 2, wir brauchen Barsche. Wir hatten einen Temperatursturz von fast 15 Grad. Wir hoffen, dass das die Fische aktiviert hat. Wir wissen auf jeden Fall, wo sie stehen. Wir werden auf jeden Fall alles geben und ich glaube, wir sind hoch motiviert. Ja klar, sie müssen nur noch beißen. Los geht's! Wie bereits erwähnt, angeln die Teams am zweiten Tag in Zone West und starten dieses Mal nicht gemeinsam, sondern dürfen den ersten Wurf stattdessen an einem Spot ihrer Wahl machen. Neuke beginnt recht weit südlich im Rhein-Schelde-Kanal, Savage Gear im westlichen Volkerak, Bullseye auf demselben Gewässer deutlich weiter östlich auf Höhe der Dintelmündung. Ilex hat sich als einziges Team fürs Haringfliet entschieden und widmet sich in unmittelbarer Brückennähe erwartungsgemäß zunächst dem prekärsten Zielfisch, dem Zander. Good morning, boys and girls. Welcome back, day 2. We first gonna try for the zander. Zander before, perch after. Okay. We have a good plan for the perch, but first we need to catch the zander. So we are using soft plastics on drop-offs and let's go. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Wir haben einen Schlachtplan. Wir haben heute ein großes Programm vor der Brust. Für uns gilt es noch 7 Wertungsfische zu fangen. Wir wollen noch nicht nach Hause. Wir wollen ins Halbfinale, wir wollen ins Finale. Und am Schluss wollen wir den Kübel nach Hause nehmen. So sieht's aus. Wir setzen alles auf eine Karte. Plan ist auf Messerschneide. Aber wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir das machen. Robin, Markus. Vollgas. Herzlich willkommen zum Tag 2 YouTube Predator Cup 2023. Für uns geht es heute um den Barsch. Der ist für uns am wichtigsten. Ich starte hier mit einem Free Rig, der Donkey Boo und Green Pumpkin Chartreuse, und Dennis fischt die Mighty Mama in Green Pumpkin. Heute werden auf jeden Fall Rigs im Fokus stehen. Wir werden hier an der Steinpackung fischen und gucken, dass wir große Barsche rauskriegen. In guten Größen, und dann schauen wir mal weiter. Der erste Wurf. Erster Wurf. Was krachen. First Cast. Okay. Ey, herrlich. Morgens ist eigentlich noch nicht die beste Zeit auf Barsch, aber wir haben in unserem Plan 10 Minuten eingerechnet, um es einfach zu versuchen. Und wir haben hier tieflaufende Cranks. Das haben wir im Training
rausgefunden, dass wenn die Grazer über Boden grubbern, dass die da oft aggressiv drauf hacken, quasi Reaktionsbisse, nicht weil sie fressen wollen, aber weil wir es einfach stören da unten. Und wenn wir heute das Fenster erwischen, wo die Barsche am Fressen sind, dann hoffen wir, dass wir heute so einen dicken Barsch fangen, bestenfalls 2. Also, wir werden noch das ein oder andere Mal wiederkommen an diese Ecke. Ja, aber jawohl. Schnell. Ah, Hecht. Oh, nein. Untermaß. Der kleinste Hecht hier. Dass es solche im Volkerrang überhaupt gibt. Gut, der kann wieder schwimmen. Fisch. Sauber hier. Richtig großer, richtig großer. Ich mach's schnell. Kommt. Ist drin? Jawohl, Alter. Auf! Ansage! Jawohl, ey. Geiler Fisch, hat sich auch schon enthakt, ey. Echt? Ja. Hol die Scale raus. Danky Bu. Von vielen ein sehr unterschätzter Köder. Ich liebe den ja in der Steinpackung. Ist noch nicht raus, Dennis. So, hier ist der Prachtbarsch. Richtig Mal schöner vermessen. Fisch. Maul ist zu. Über 46,5. 47. 47er Barsch. Die Größe wollen wir im Schnitt heute haben. Dann sind wir sehr zufrieden. Richtig massiver Fisch vor allem auch, ne? Ja, aber komplett leer. Wenn ich hier so fühle, die fressen jetzt zurzeit ganz schwierig. Aber das ist auch das, was wir im Training bemerkt haben. Super, dann kann der wunderschöne Fisch zurück. Es ist immer wieder toll, so eine ganze Handvoll Barsch zurückzusetzen. Und da geht er weg. So, 2 noch. Und dann haben wir es. Alter. Das ging schnell. Die Jungs von Neuke hatten schon am ersten Tag angedeutet, dass das Barschangeln an der Steinpackung ihr Steckenpferd ist. Und anscheinend haben sie nicht zu viel versprochen. Mit nun schon dem zweiten 47er Wertungsbarsch übernehmen Christian und Dennis früh die Führung. So ein Auftakt wäre Bullseye ebenfalls zu gönnen. So, wir machen mit dem Köder jeweils in jede Richtung ca. 2 Würfe. Wenn dann die Fische nicht reagieren, schnell weg damit. Das ist ein sehr lauter, auffälliger Köder. Jetzt wechsle ich noch auf Finesse-Köder, Nedrick. Das ist wieder perfekt mit den ganzen Gummifischen vom Moby. Die sind alle auftreibend. Das probieren wir jetzt mit Skirt, mit Dropshot, mit Serik. Das ganze Klavier, ein paar Minuten und dann geht's auf Hecht. Für die Fischerei fische ich jetzt hier die Chimichanga. Diese Serie haben wir nach den Wünschen und Vorstellungen von Herbert Ziereis entwickelt, mit dem Herbert zusammen. Rausgekommen sind 5 mega geile Routenmodelle und die Chimichanga 235 bis 12 Gramm mit Solitip ist halt so eine Barsch Allround Finesse Wunderwaffe, die kann echt fast alles. Gerade hier für die feine Fischerei, ob jetzt auch noch ein bisschen mehr Wind ist oder nicht, kriege ich hier alles perfekt mit durch den Solitip und wird mir auch nochmal optisch angezeigt. Ah, fuck it. Da war ein Biss. Direkt angehauen, runtergezogen, aber blieb leider nicht hängen. Schade, schade. Darum sind wir hier. Wir wollen einfach jetzt kurz am Morgen probieren, ob wir einen aktiven Barsch kriegen. Es ist ja sowieso nicht so, dass da tausende Barsche die ganze Zeit am Fressen sind. Aber 10, 15 Minuten können reichen, um einen zu überreden. Die Barsche, ne? Der eigentliche Brotfisch. Ja, aber wir hatten jetzt erst mal mit zu kämpfen, ehrlich gesagt. War jetzt wirklich nicht so leicht. Normalen Plätzen haben überhaupt nicht funktioniert und wir mussten uns auf einiges tiefer gehen. Dann hat man zwar hier und da mal einen Fisch gehabt, aber ja, wir werden sehen. Vielleicht auch ein Hecht. Nee, ist ein Barsch. Ist ein Barsch. Ist doch ein Hecht. Echt? 60er. Hat er über 60? Egal, machen wir mal rein. Verdammt. So schön mit dem Kopf geruckelt. Ja. Ja, der wollte den kleinen Craft-Chat auf jeden Fall haben. Schön weggezogen hat er sich den. Dafür die lange Zange. Da ist er. Nicht der Zielfisch, trotzdem schön. Hat geruckt in der Rute.
Ja, vorne liegt er an. Oh ja, Ja, ich sag er ja. hat 69. Ich habe auch einen. 69, sehr Ich schön. habe den Zielfisch gefangen. Ich mache mal eine Handlandung. Oh ja. Hier. Beide an einer Stelle. Unser Logo, unser Savage-Logo. Genau. Ich setze den schnell wieder zurück, reporte den und dann geht's weiter. Tschüss, Kleiner. Savage Gear schießt knapp am Zielfisch vorbei und verbessert sich durch den Hecht nur leicht. Bei Neuke dagegen hat nach Christian auch Dennis heute offenbar eine ruhige Hand. Fisch. Das ist ein guter Fisch. Und an der Kante kam er direkt, ne? Nee, der kam ziemlich flach, weil das ist ein richtig guter Fisch. Komm, warte, ich hol. Oh ja, schön abgemacht. Warte, ruhig, jawoll. Das könnte ein Fuffi sein, ne? Ah, ja, da könnte in die 50 gehen. Ich habe zwischenzeitlich einmal den Köder gewechselt auf dem Smoking Dead. Hier sieht man, wie schön er hier drin hängt. Richtig gut gehakt. Traumhafter Fisch. Ich habe die Route gewechselt, weil ich nämlich von 10 auf 14 Gramm gewechselt habe. Ich fische nämlich mit Fluorcarbon als Hauptschnur. Das ist mir ein bisschen lieber hier an der Steinpackung. 47,5. Alter, doch so 48. 48. Traumhafter Fisch. Er ist schön schlank, ist er auch, ne? Schlank, lang. Traumhafter Fisch, ey. Jetzt, Alter. Wie gesagt, ich habe gewechselt, weil mir die 10 Gramm, die waren mir ein bisschen zu leicht tatsächlich. Auf die 14 Gramm gewechselt und hat super funktioniert an der Steinpackung. Ja, der Plan war eigentlich Strecke machen, ne? Wie weit sind wir gekommen? 20 Meter? Ja, 20 Meter tatsächlich nur. Aber es ist ein gutes Gefühl. Genauso haben wir uns das, also nicht genau so, aber der Plan war schon, dass wir... Der Plan war, klappt seit Tag 1. Klappt seit Tag 1. Wir hatten halt auch keinen Plan B. Genau. Der musste klappen. Es musste alles jetzt genauso klappen. So, einen brauchen wir noch für die Full Card. Bei der momentanen Schlagzahl müssen sich die beiden keine Sorgen machen. Ein weiterer Barsch in der Größenordnung und das Tor zum Halbfinale stünde weit offen. Neuke und Savage Gear sind vom ersten Wurf an gut drin. Bei den hinteren Plätzen herrscht dagegen noch Flaute. Yeah, my friend! Not a big one. We take it. But maybe important one. Yeah, it is. Well done. You, Thanks. Sondermaster. Wow. Okay, I will do the measuring. Kein großer Fisch, aber vielleicht ein wichtiger Fisch. Maß hat er auf jeden Fall, den werden wir jetzt mal schnell messen. Und ja, dann fahren wir wahrscheinlich Barschangeln. So 52,5. Kein großer Fisch, 53 fürs Turnier. Den lassen wir schnell schwimmen. Bye, bye. Well done. Wir werden jetzt noch 10, 15 Minuten versuchen, weil wir haben jetzt das Boot ein bisschen versetzt an eine andere Kante und da kam sofort ein Fisch. Deswegen werden wir jetzt hier noch 10 Minuten angeln und wenn dann aber nichts mehr passiert, dann machen wir einen sehr, sehr weiten Weg mit dem Boot zum Barschangeln. Also wir werden gleich eine ganze Weile fahren, ein bisschen Sprit durchballern und dann hoffentlich ein paar dicke Barsche fangen. Die Hessen neigen nicht zu Überschwänglichkeit, aber ein bisschen erleichtert ist Marc wohl doch. Immerhin war das insgesamt erst der 3. Wertungszander in Zone West. Während Ilex zeitnah die Anreise zum nächsten Spot antreten will, macht sich der Tabellenführer Gedanken über die Konkurrenz. Tja, und jetzt geht das los, dass man nicht weiß, was die anderen fangen. Ja, ich glaube, wir sollten da auch einfach... Was macht Andi Breker gerade? So, ich habe jetzt wieder auf einen Reaction Crayfish gewechselt am Free Rig. Sehr gut für große Barsche. Wollen wir mal sehen, ob das klappt.
Ja, Barsch. Guter Barsch. Jetzt ist es aber wirklich ein Barsch, oder? Nicht schon wieder ein Hecht. Lass es ein Barsch sein, lass es ein Barsch sein. Ich glaube, ich bin Hecht, ja. Hecht, ja. Aber... Jetzt spült ihn ein. Ja. Könnte auch eine Verbesserung sein, außer um den... Ja, der ist ja auf jeden Fall größer als der gerade. Ja. Sehr gut. Wieder nicht der Zielfisch, aber der zweite Hecht. Die Jungs sind heute auf jeden Fall aktiv. Top. Egal, Schade, dass uns nicht die Hechte fehlen. Ne? Kriegen wir auch noch. Jetzt liegt da vorne an. 76er da. 76er Hecht. Absolut nicht der Zielfisch. Aber trotzdem eine Verbesserung. Und zurück mit dem Hübschen. Wirklich ein Hübscher, keine Macke. Und tschüss. Da haben die Jungs von Neuke ihre Antwort. Andi Breker fängt, nur keine Barsche. An der Tabellensituation hat sich nicht viel verändert, nur der Abstand nach unten hat sich für die ersten 3 Teams vergrößert. Der Spitzenreiter gönnt den Barschen derweil eine Pause und diskutiert die weitere Strategie. Wir haben echt gut gefischt bisher, ne? Und wenn das nicht reicht, dann... Naja, die Hechte sind nicht so. Also da könnte man schon außer die Hechte, die hätten wir vielleicht noch ein bisschen... Vielleicht packen wir uns die auch noch mal irgendwie, dass wir da noch mal dran gehen nachher. Ist ja ein bisschen abhängig davon jetzt, was wir mit den Barschen noch machen. Aber ich glaube auch, dass wir die beiden 47er nicht mehr upgraden müssen. Nee. Dass wir vielleicht jetzt noch ein... Da geht's dann um 2 Punkte. Ja, das macht keinen Sinn, das ist richtig. Dass wir dann vielleicht noch einen Barsch jetzt fangen und dann tatsächlich uns vielleicht den Hechten widmen. Wie ihr seht, sind wir am zweiten Spot angekommen. Es geht aktuell auf Hecht. Ich fische die Dentis Cast mit einem 23er Gummi übers mitteltiefe Kraut. Und der Robin fischt gerade die Dentis Spin. Was hast du für einen Köder drauf? Ein Glidebait, ein Chasebait. Der hat im Training auch schon sehr, sehr gut abgeliefert. Und wir hoffen, dass wir das jetzt wiederholen können. We hope. Auch heute werdet ihr mich wieder relativ viel mit der SGS 6 sehen. Auch heute Zielfisch nicht der Wolfsbarsch. Trotzdem ist diese Route einfach so ein Allrounder, dass ich hier nicht groß die Routen hin und her wechseln muss. Ich kann damit Free-Rig fischen, ich kann damit Twitchbait fischen, ich kann damit jiggen sowieso. Wenn ich nachher mal ein Crankbait durchkurbel, das geht alles damit. Die erzeugt super Wurfweiten. Und ja, warum sollte ich da wechseln? Die hat hier eine Länge von 2,43 Meter. So fürs Boot auch genau die Länge, die ich bevorzuge, Routen um die 2,40. Und jetzt habe ich aus irgendeinem Grund mein Free-Rig weggeworfen. Das ist ein Zeichen, dass ich auf ein Spinnerbait wechseln soll. Small one. Very small. So, let's change the spot. Let's Take go this for loose and go to the Volkerak. Jetzt also machen sich Marc und Geil auf zum Volkerak. Christian und Dennis hingegen bewegen sich bisher kaum. Fisch. Fisch. Ich weiß ehrlich nicht, was es ist. Oh fuck. Schnell. Ja, haben wir. Ja, ein kleiner Hecht als Beifang. Ganz, ganz seltene Geschichte hier. Also eigentlich gibt es hier fast keine Hechte. Weiß nicht, ob wir den messen müssen, aber ich denke es nicht. Was war der kleinste Hecht, den wir drin hatten? 59. Ah, jetzt hat er mich volle Sau erwischt, Alter. Echt? Jo, aber richtig. Das ist dein Blut, ja, ne? Ja, das ist alles mein Blut. Er hat mich gerade schön getackert. Schnell zurück und dann gucke ich mir mal die ganzen Verletzungen an. Das sind die kleinen Hechte, immer wieder die kleinen. Die großen machen nicht so eine Macken. Das ist schon, Kescher? schon nicht ganz ohne, ne? Brauchst du ein Pflaster? Oder? Also ich habe auch Wasserfeste dabei, ne? Echt? Ja. Dann nehme ich wohl eins. Ja, passiert. Ich werde es überleben, denke ich. Ich glaube, mir war das Vorfach jetzt ein Stück zu kurz. Und dann habe ich es nochmal neu gebunden. Okay, ich habe es nicht neu gebunden. Ja, der ist nicht so groß, glaube ich. Oder?
Hä? Das ist ein kleiner, ganz kleiner Barsch. Der ist sehr klein. Bitteschön. Petri Dennis. So, das ist, glaube ich, der kleinste Barsch der ganzen Tour. Der geht auch direkt wieder zurück. Also 3 Inch Smoking Dead, da schrecken auch die kleinen Barsche nicht vorab. Mich schon auf was Größeres eingestellt. Der Biss war nämlich ähnlich zart wie bei den größeren Fischen. Dann machen wir mal weiter, wa? Da uns Dennis gerade unterbrochen hat mit einem kleinen Barsch, fangen wir jetzt nochmal neu an. Wir binden das Free Rig nochmal neu, weil der Köder nicht mehr so schön war. Ist eigentlich eine ganz einfache Montage. Man nimmt, also ich habe jetzt hier einen 10 Gramm Tungsten. Ähnlich wie ein Dropshot-Blei, bloß ohne das Einklemmen. Mit einer Rundöse. Schiebe ich das rein. Als Knotenschutz nehme ich eine kleine Gummiperle. Schiebe ich die drauf. Dann als Haken habe ich hier ein Ryogi LT in 1,0. Perfekte Größe für die Donkey Boo. Geht bis zum Smoke and Dead. In 3 Inch kann man fischen. 2,5 Inch funktioniert bei dem auch noch super. Ganz einfach ein Clinch-Knoten. Fisch, der ist besser. Einmal durchziehen. Fisch. Ja, Dennis, ich bin sofort da. Der war jetzt auch nicht ganz so groß, aber... Was ist denn hier los? Ich angel hier gerade, wo es nicht war. Dann könnte das zu Ende drehen da. Willst du messen? Na, ich glaube, wir fangen noch größere, oder? Maß hat er. Na komm. Da. 1,5. 32. Tja, muss ein bisschen größer werden wieder. Aber der geht zurück. Das ist jetzt hier Fullcard. die Fullcard. Ziel des Tages, aber in der Größe glaube ich nicht. Also ich denke mal, beim Barsch müssen wir noch 15 cm mindestens draufpacken, sodass wir noch 30 Punkte mehr kriegen. Genau, den Barsch wollen wir jetzt noch upgraden. Solange fischen wir auf jeden Fall hier noch weiter. Dann machen wir noch ein bisschen auf Hecht und dann soll es das für uns, glaube ich, heute schon fast gewesen sein. Klingt jetzt kurz, ist aber noch sehr lang. Genau. Also, auf den ersten Blick sah auch der angriffslustige Hecht so aus, als könnte er Maß gehabt haben. Und selbst bei dem 32er Barsch schienen sich die beiden nicht sicher, ob sie diesen Fisch überhaupt messen sollen, der immerhin die Full Card bedeutet. Naja, wer es sich erlauben kann, mal sehen, ob Christian dieses Mal die Zeit findet, sein Free Rig fertig zu montieren. So, da Dennis uns gerade beim Clinchknoten unterbrochen hat, ich habe ihn eigentlich schon fertig, nur noch einmal anfeuchten, zuziehen. Ich ziehe den Knoten immer noch ein bisschen nach, damit er schön eng anliegt und dann ist er schön eng. So, und dann haben wir hier unser Köderrepertoire. Dennis, du fischst jetzt gerade noch ein Smoking Dead, ne? Ja, richtig, genau. Gut, dann bleibe ich beim Donkey Boo im Green Pumpkin. Ein 47er gefangen, warum soll er nicht noch einfangen? Ich ziehe den immer ein bisschen weiter auf. Rein, durch. Dann hängt er nämlich hier und schützt zusätzlich noch ein bisschen den Knoten. Einmal durch und fertig ist er. Noch ein Hechtenkurse könnte noch kommen. Auch eine Lösung, ja. Genau, vielleicht sollten wir uns mehr sagen, es soll ein Hecht kommen, dann kommt vielleicht der Barsch. Ja. Das könnten wir versuchen. Ja. Wenn das nächste Mal ein Biss ist, sage ich, ach, das ist bestimmt wieder ein kleiner Hecht. Und dann sage ich halt, ach, guck mal, das ist doch der große Barsch. Entgegengesetzte Psychologie, ne? Wir haben uns beschlossen, einen weiteren Spot anzufahren. Wasser ist hier trüb, hatten ja auch Hechte gehabt, das war auch schon ganz gut. Und jetzt muss man natürlich irgendwo die Barsche auffinden. Jetzt fahren wir an einen Spot, wo das Wasser vermutlicherweise klarer ist. Und da vermutet man dann halt hoffentlich auch die Barsche und hoffentlich Beisensau. Ja, und ich kann mir während der Fahrt ein neues Free Rig binden. Das wird eine Herausforderung, das ist eine Challenge. Accepted. Dentis 255 als Cast-Version ist eigentlich meine Lieblingsroute für die Art der Fischerei, wo wir lange Würfe über die Krautfelder machen, genauso fürs Freiwasser. Und der große Vorteil ist halt mit 255 mache ich im Anhieb einen brutalen Weg und habe eben so eine gute, realistische Chance, den Fisch auch zu haken. Und gleichzeitig, wenn ich aber Kraut dran habe, spüre ich das mit der Route sofort, egal wie groß der Köder ist, kann einmal Kraut freischlagen und weiter geht's.
fuck. Nein. Ah, war an der Oberfläche. Scheiße. Weiter geht's, komm. Da war gerade der erste Hecht voll eingestiegen. Man hat ihn oben an der Oberfläche gesehen, er hat sich dreimal gewälzt, war dann leider weg. Mann, wir sagen es gerade noch, die müssten doch heute eigentlich ausflippen. War ein schöner Fisch. Das war ein Nicht guter. ganz so klein, Das war ein guter. aber der ist gepierst, der will nicht nochmal. Scheiße. Das war mein erster Biss. Nicht nur für heute. Mein erster richtiger Biss. Halleluja. So, wir sind jetzt hier am nächsten Spot. Eine relativ tiefe Kante, eigentlich nicht das, was wir gerne machen auf Barsch. Wir angeln eigentlich lieber gerne flach. Hier ist ein schönes Steinfeld. Hier hatten wir gestern schon 2 Bisse auf Krebs und Tom hat einen unfassbar riesigen Aaland gefangen. Also definitiv über 60 cm mit roten Flossen. Genau, der kam auch hoch und habe ich noch gedacht, hey, endlich was mit roten Flossen. Haben wir oben so gesehen, denk riesig. Denk, oh, endlich der Barsch und dann war es doch nichts. Naja. Aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Fisch. Brauchen wir heute lieber nicht. Ein Zander. Auch in einer sehr extrem großen. Ein extremer Zander. Och, ist der süß, ey. Aber stellt schon die Schuppen auf, die Kammschuppen auf, hinten wie ein großer, ne? Den Kamm schnell wieder rein. Savage Gear bewegt sich im Volkerag Richtung Osten und fährt danach in den Kanal. Bullseye und Neuke beschränken sich bisher auf kleinere Spotwechsel. Ilex hingegen nimmt nicht nur einen Gewässerwechsel, sondern eine extrem lange Fahrt auf sich. Über das Hollandsdiep geht's in die Volkerag-Schleuse. Dann durchqueren sie das gesamte östliche Volkerag sowie einen Großteil des Rheinschelde-Kanals, um noch weiter südlich als Neuke auf Barsch zu angeln. Das wird jetzt kein Upgrade sein, denke ich. Meinst du nicht? Nee. Nee. Der ist schon oben. Nicht größer als 32? Glaube ich nicht. Wenn es ein besserer wäre, wäre er nicht oben. Der Kescher brauche ich trotzdem, glaube ich. Die werden ja immer kleiner. Naja, vielleicht ist er größer als 32. Zack. Ist drin? Ja. Haken gerade frisch rausgeschüttelt. Sehr agil. Dennis, willst du kurz draufhalten? Aber ich glaube, es ist keine Verbesserung. Doch. Ja, vorne dran. Das ein halb wird nicht. Also so ganz knapp auf der Hälfte. Quatsch. Alles gut. 34. 34. Keine große Verbesserung. Deswegen schnell der nächste. Und da geht er dick. Ja, aber es ist auch kein großer. Oder doch? Nee. Nee. Oh, da sind richtig viele hinterher. Ja, 4, 5, 6 Stück, ne? Der wird kein Upgrade sein, der geht auch direkt wieder zurück. Das ist schon eine schöne Angelei, ey. Guck mal die Spitze an. Siehst du das? Dass die da drauf rumgehackt haben gerade? Ja. Da, guck mal, ein bisschen mit ans Boot ran. Guck mal. Ja, da sind sie, die ganzen Kleinen. Ja, das ist halt mal schön am Barschangeln. Es ist immer mit einer guten Frequenz zu rechnen, ne? Das sind zwar nicht immer die Endgegner, es müssen aber auch nicht immer die Endgegner sein. Weil dieser Fisch einfach so Spaß macht. Und das ist ein Hänger. Heitere Stimmung bei Neuke. Auch bei Bullseye gibt's helle Momente. Farbe ist gewechselt, weil jetzt ein bisschen Licht draußen ist. Da liebe ich es immer, Motorölfarben zu fischen mit Grün- oder Rotton. Der hat noch Rot-Glitter drin. Ein Viper-Shad. Flieg und Sieg! Die optimalsten Bedingungen eigentlich auf Hecht und ein traumhafter Anblick. Wenn er mal kommt, der jüngste Tag, dann schaut es genau so aus. Ja. Dann ist die große Frage, Fegefeuer oder direkt ins Hollandsdiep oder Haringsfliet. Yes, Fisch.
sehr einfach an einen 50-Euro-Gutschein kommst, Wenn du jemanden in deinem Freundeskreis hast, der unbedingt einen Angelschein machen möchte, dann zeig ihm doch die Vorbereitungskurse auf anglerschmiede.de. und für jeden deiner Freunde, der einen Kurs belegt, erhältst du einen 50-Euro-Gutschein in unserem Shop. Alle weiteren Infos findest du hier unten in der Videobeschreibung. Klick einfach auf den Link. Guter Fisch. Jetzt zieht ihr mal rein, wie der sich den Köder weggeholt hat. Einfach komplett weggeballert. So fangt ihr Monster mit dem Monster. So, wir sind jetzt im Kanal reingefahren, an der Stelle, wo wir im Training halt Barsche gefangen haben. Hat jetzt hier Struktur um den Brückenfaller herum und ich angle jetzt auch wieder mit dem Jigspinner, dem 3D Sticklebait Tailspin und kleiner Köder jetzt erstmal, um überhaupt erstmal die Barsche zu kriegen, und danach können wir gucken, dass wir größere fangen. Ja, Ilex ist jetzt hier gerade an uns vorbeigeflogen. Die brauchen wohl auch noch einen Barsch, wenn sie ihn bisher nicht gefangen haben. Vielleicht versuchen sie auch irgendwo da hinten noch einen Zander zu fangen. Den fehlt ja ein Zander. Wir können nur hoffen, dass sie den Zander nicht fangen. Und dass wir noch Barsche fangen. Doch. Das könnte Savage André hier. Breker sein. Nee, Das ist Marc. Marc kommt hier reingefahren. Komm, wir fahren weiter. So, wir machen ein bisschen Spot-Hopping von Hotspot zu Hotspot in der Hoffnung, dass wir schnell noch einen dicken kriegen. Wir dann schnell zu den Hechten kommen. Marc hat er gesehen. Und Marc braucht halt die Barsche. Wenn er rausfindet, dass die hier sind, dann wird es auch noch in die Richtung eng. Genau. Just arrived after a really long run to our next spot. I just got a bite on my first cast, and we really hope to get some perch here. We have 3 spots around, and a friend of mine was catching quite good the last days, and I really hope we can do this now. We need some big perch. Fisch? Ja, der könnte auch. Ja, oh, da sind noch welche dabei, glaube ich. Da sind noch welche bei in der gleichen Größe. Ich habe meine Route hier. Ah, sind weg, sind weg. Doch, da ist einer, der ist noch größer. Ah, da Hängt. Hängt. Ja. Oh, ist ab. Ist drin. Jetzt hätte es fast geklappt. Da kam ein ganzer Trupp hinterher. Da lohnt es sich immer mal, den Köder noch mal runterzulassen. Er hing kurz, aber mit Keschern und Haken war es halt doch recht schwer. Könnte eine ganz kleine Verbesserung sein. Ich denke mal so 37. Nee. Doch. Nee, ist nicht. Nee, ist nicht. 37 Ja. bleibt. So, der darf schnell wieder zurück. Wunderbar. Bei Barschen ist es ja häufig so, dass sie so ein bisschen Futterneid entwickeln. Dann wird wirklich auf den Mund gehackt von dem anderen. Ne? Also ich auch ein bisschen irritiert. Das ging Das ist wie gestern mit den Donuts. Da sind 5 Donuts in der Packung. Jetzt kriege ich wieder einen. 5 Donuts in der Packung. Und ich dachte mir im Hotel, super, jetzt isst du mal einen Donut. Hat er alle 5 in der Fahrt gegessen. Alle 5. Das hat er nicht mal mitgekriegt, obwohl er neben mir gesessen hat. Ich habe die Verpackung beim Ausräumen des Einkaufs noch drin gesehen. Dachte mir, jetzt ein Donut, jetzt wo du was Deftiges gegessen hast. Wo sind die? Na, die sind weg. Hier. Ich krieg hier nichts. Das muss man sich auch verdienen. Jetzt wird's frech. Futterneid. Offenbar nicht nur ein Phänomen bei Barschen. Wie hungrig sind Mensch und Tier bei Savage Gear. Auf dem Gummifisch hatte ich jetzt ein paar Bisse. Jetzt gehe ich nochmal auf das Free Rig mit dem Reaction Core, ein bisschen kleiner. Scheinen leider nicht die allergrößten Fische hier heute unterwegs zu sein. Aber wenn das ein bisschen langsamer beim Boden hoppelt, vielleicht saugen sie sich den da nochmal rein. Hab einen. Jawohl. Aber das ist wieder viel zu klein. Aber wir gucken mal. Meinst du, der hat keine 22? Ah, ist weg. Ist auch noch weg. Ja, gut. Fisch. Oh, fuck, Alter, ist schon wieder ab. Der war auch schwer. Ich dreh durch, ey.
komplett runtergerissen. Scheinbar sind die hier in Beißlaune, aber sie bleiben nicht hängen. Das ist natürlich nicht so cool. Haut hier oben an der Spitze gehabt. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man versenkt hier einfach ein Stückchen im Krebs, indem man einfach den Krebs ein bisschen zurückschiebt und so drüber stülpt. Zack. Dann ist die Spitze gut versteckt. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal rausgeholt. Und wenn der Fisch beißt, dann drückt er die Spitze sowieso frei. Das ist also wirklich imaginär. Es hilft aber tatsächlich, um halt, gerade wenn wir hier zwischen den Steinen fischen, manchmal, ihr kennt das, da sind diese ganzen Algenbelege drauf, dieses braune Zeug, was dann gerne mal da dran hängen bleibt. Und deswegen verstecke ich dann immer ganz gerne, sobald ich bei so ein paar Würfen das drauf habe, einfach die Spitze. Oh Mann! Einfach die Spitze. Da gab es gerade einen Fehlbiss. Der war richtig groß. Also machen wir jetzt mal flott weiter hier, damit wir noch unseren letzten großen Barsch hier kriegen irgendwie. Schere ab. Ach krass, ja. Schere am Donkey Boo ist ab. Der wollte anscheinend nur die Schere haben. Ich mache jetzt auch einen Farbwechsel. Der hat heute schon ein bisschen was mitgemacht. Man sieht auch, das Blade fehlt jetzt, macht das aber auch manchmal absichtlich, weil dann läuft der ganze Köder noch ein bisschen enger zusammen. Und jetzt kommt hier nochmal ein nagelneuer raus. In schwarz, sehr dunkel, imitiert ganz gut eine Brasse. Die gibt es ja auch zuhauf. Den haben Sie ja noch nicht gesehen. So, ich mache Unfassbares. Ich wechsle doch die Route. Wir werden jetzt hier die Steinpackung einfach lang angeln. Immer werfen, fahren die ganze Zeit. Und ich angel mit einem relativ großen Twitchbait. Bisschen tieftauchender auch, den Gravity Twitch Medium Runner AMR. Und da hat die SG4 Fast Game, die ich hier habe, die hat da einfach ein bisschen mehr Rückgrat. Die hat 20 bis 60 Gramm Wurfgewicht. Und wenn dann der dicke Hecht sich überlegt, den zu nehmen, ist der auch schneller gelandet. Dann brauchen wir nicht so viel rumeiern. Los geht's. Ja, aber Hecht aber, ne? Ja, aber ist okay. Ich habe geankert. Gut. Worauf kam er? Crank. Ein Crank, sehr gut. Guter Hecht? Nicht schlecht. Achtung. Da. Ja, ist auf jeden Fall. Oh ja. Der hat über 80. Einfach nicht der Zielfisch. Ist uns nicht gegönnt heute bisher. Ah. Gerade noch davon gesprochen, mit der leichten Route und dem großen Hecht, dass man da so lange rummachen muss, weist dabei Tom an auf die Marschroute. Schöner Fisch. Sehr schön. Voila. Jawohl. Voll, Tom. Das ist nicht der Zielfisch, aber auf jeden Fall ein Upgrade. Das gibt Punkte, ja, auf jeden Fall. Schöner Fisch, toll. Das hat er 87, 88. Ja, schöner Fisch. Ich hole die Matte. So, möchtest du den Handschuh haben? Ja, gerne. Aber sehr schöner Fisch, Tom, sehr schöner Fisch. 87, ne? 88, stimmt, das drüber, ja. Ja, da haben wir einen schönen Hecht. Kam auf den Goby Crank Deep Runner. Eigentlich für Barsch gedacht, aber heute ist irgendwie Hechttag. Ja, heute ist Hechttag, aber das Wetter ist ja auch hechtverdächtig. Aber wir müssen noch den Barsch kriegen, aber trotzdem, super schöner Fisch, freut mich echt. Ganz toll gezeichnet. Darf jetzt gleich wieder schwimmen. Bei Andys Augenmaß hätte die Measure Met fast zu Hause bleiben können. Zwar wieder nicht der gewünschte Zielfisch, aber trotzdem ein klasse Drill an der leichten Route und ein sattes Hecht-Upgrade. Here we go. Ja, super, schöner Fisch und wir versuchen weiter die Barsche zu kriegen, aber so ein toller Hecht freut man sich natürlich auch super drüber. 88er Hecht hat sich jetzt hier den kleinen Goby Crank Deep Runner geschnappt und als Route ist es die Medium Game SG4, 5 bis 25 Gramm Wurfgewicht. Für die kleinen Köder eignet sich der sehr, sehr gut und der Hecht hat es scheinbar auch gefallen, von daher kann es gerne so weitergehen.
one is on. Okay, my friend. Okay. Good job. Okay. Not a big one, but it's a perch. It's a perch. Slowly we go, but we'll see. 30 is okay for you? Yeah. Yes. First perch of the day, 30 centimeters on the nitro shad. Let's go. So here we are fishing a shallow part which is 2 meters, and here there is a drop off which go to 5, and I use nitro shad with 14 grams with reaction action, and they take on the bottom. So it's a good way to have not so much small fish and to get big fish. Fishing heavy and fast, it's not always works, but here can be good. Ja, kleinen Spotwechsel gemacht und alle Boote getroffen. Mark haben wir gesehen, gerade Team Savage Gear, also Ilex ist an uns vorbei. Savage Gear hat gerade gedrillt, als wir vorbei sind. Also anscheinend sind wir alle hier in diesem kleinen Abschnitt drin. Gefährlich wird dann, glaube ich, wenn Mark die Barsche findet und Savage Gear dann auch die Barsche findet, dann wird es eng. Genau, dann wird es für uns auf jeden Fall eng. Da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Ja. Also einen Barsch noch und dann... Da ist er. Großer Fisch. Das ist ein guter Fisch. Der ist auch schon weg vom Boot. Und drin, wir sind fertig mit Barsch. Woll, ey, das ist ein guter Fisch. Guter Fisch. Gerade von gesprochen. Noch nicht mal ausgesprochen. Nicht mal ausgesprochen. Da haben wir ihn. Also hier waren sie anscheinend noch nicht. Aber wir haben von oben angefangen und die anderen anscheinend von unten. Heute Morgen haben wir gedacht, wir haben unsere Ruhe. Aber die anderen haben wohl den anderen Weg gewählt. Das ist auch ein richtig guter Fisch auf einem meiner Lieblingskrebs. Hat sich gerade schon enthakt, der Gute. Auf die Mighty Mama. Ich zeige den Köder gleich nochmal. Das ist ein richtig schöner Fisch. Auch wieder makellos, ein bisschen heller gefärbt diesmal. Sehr gut. Wunderbar. Eine lange Handvoll Barsch. Das Geld ist nass. Kopf ist dran. 45,5, also 46. 46. Schön dick ist der Fisch. Also gefangen habe ich den Guten hier auf die Neuke Mighty Mama. 2,5 Inch in Green Pumpkin. Die Farbe funktioniert hier super gut. Und der geht jetzt wieder zurück. Ein richtig gut genährter Fisch. Und der hat auch Bock, wieder zurück zu schwimmen. Das sieht man doch irgendwie auch immer am liebsten, wenn sie dann wieder zurückschwimmen ohne Probleme. Ne? So voll, wie wir so wollten. Top. Machen wir noch ein bisschen, oder? Ja, die driften wir noch runter und dann hauen wir ab. Die Drift machen wir noch und dann können wir uns, wie erhofft, schon relativ früh darum kümmern, vielleicht noch den Hecht abzugraden. Eigentlich müssten wir gleich abhauen. Ja, das weil selbst so ein Fuffi sind halt einfach nur 10 Punkte. Ja, lass noch 2 Würfe machen und dann hauen wir ab. Ja, du merkst schon, ich will vielleicht noch einfach ein Ding, weil ich den einfach fangen will, weißt du. Ich habe gerade nichts. Gerade habe ich mich gefühlt wie Freizeit, weißt du? Ja. Es sieht auch wirklich ein bisschen zu leicht aus, was die beiden da veranstalten. Unfassbar. Während bei Neuke quasi Dennis' Stimme genügt, damit sich die Barsche enthusiastisch in den Kescher stürzen, tun sich die anderen Teams nach wie vor schwer. Vor allem mit den größeren Exemplaren. Bei Andy und Tom wäre es doch langsam Zeit. Was ist denn los mit den Hechten? Ja, ist ein Hecht. Ja. Auch ein ganz guter. Was ist denn los mit den Hechten? Gut, aber trotzdem noch mal besser. Ausbesserung. Noch ein bisschen mehr. Ja, eingetötet. Bingo. Endlich der Gravity Twitch. Und der Bann mit deinem Boot ist gebrochen. Ja, du bist aber sicher. Gravity Twitch MR. Schön beim Stehen lassen hat er sich den reingeholt. Schöner Fisch, gut genährt auf jeden Fall auch.
Maul ist zu, Fisch ist dran, 91. Sehr schöner Fisch. Die Schönheit darf zurück. Wirklich alle makellos, die Hechte hier. Das hatten wir im Hollandsieb anders. Und tschüss. Man will sich nicht beschweren, aber der hätte ruhig auch Streifen haben können. Dein Boot. B1 Bootsmanufaktur. Wo Hechte sind, sind auch Barsche. Das heißt doch Hecht und Barsch. Ja, aber ohne Hecht, ohne Barsch sind wir hier am Arsch. Na, die Hechte werden gerade immer größer. Ja. Wenn wir bis zum Ende des Tages 2,40 Meter fangen, dann könnte es auch reichen. Ja, lass uns lieber 2,25 erstmal fangen und dann können wir überlegen, was wir da noch Tolles machen. Bei Savage Gear hat man trotz fehlender Barsche gut lachen. Bei Ilix sieht es düster aus. Okay, but it's not big. Maybe it's not even keeping. Yep, it's touching. 22. Der hat genau 22 cm. Damit gewinnen wir mit Sicherheit keinen Blumentopf, aber immerhin haben wir mal einen Fisch in der Wertung. Bonusfisch. Bonusfisch. Unser Nitro Booster kann man übrigens auch super auch auf Hardbaits schmieren. Chatterbaits, Spinnerbaits, völlig egal. Hauptsache es stinkt. Vorläufig gilt: Ein guter Barsch ist nur so groß, wie er muss. Wir nähern uns langsam der Halbzeit und Ilix schiebt sich wieder ran an Platz 2. Zufallsprodukt? Oder bewahrheiten sich die Befürchtungen von Team Neuke und Marc und Geil haben tatsächlich die Barsche gefunden? Okay, perfect. Good job. Small perch on the G-bump. But it counts for the moment. Yeah, for the moment we need it. Oh, 33.5 on the G-bump. We increase slowly but surely. How big was it? 33. Oh, so 34 because 34. It was 33.5. Okay, perfect. Wow, good job, my friend. Nice takes. Really hard strike. Nice fish. It's really nice. That's really the size we need. Yeah, it is. Go on with your G-bump, it's catching, and I do the fish. Touching. It's 41. A super nice fish. Really super nice fish.
kann es gehen. Lupenreiner Hattrick und plötzlich liegt Alex gut 100 Punkte vor Savage Gear. Eines ist also klar. Andy und Tom werden trotz ordentlicher Fischgrößen kaum um die Barsche herumkommen. Mal sehen, ob das klappt. Erstmal hören wir immer Marc zu, der verständlicherweise Blut geleckt hat. Bye. See you soon. Wechsel jetzt mal auf einen ganz kleinen Crankbait, auf unseren Chubby. Ist eigentlich ein Barschgarant. Zumindest zu Hause bei mir am Rhein an den Baggerseen. Mit dem Ding fängt man eigentlich immer seine Fische. Wir haben jetzt sehr viel Wind im Wasser. Wind auf dem Wasser. Sehr viel Geräusche im Wasser, deswegen versuche ich so einen Crankbait, ein bisschen Powerfishing zu machen. Der hat auch eine kleine Rassel drin. Und dann hoffe mir so noch einen großen Barsch. Nächstes Kapitel, Dropshot, hier mit dem Little Spider. Der hat schon sehr, sehr viele schöne Barsche gebracht. Jetzt hoffen wir, der bringt hier auch einen schönen raus. Die Fische stehen wirklich jetzt ums Boot rum in die Richtung, so circa zwischen 5 und 15 Meter von uns entfernt. Große Fische, aber die sind aktuell nicht wirklich am Fressen. Vielleicht können wir es aber trotzdem überlisten. Für das Dropshot hier recht passiv. Schau, dass eigentlich mein Blei den Boden nie verlässt. Schleife es nur drüber. Zwischendrin ein bisschen die lose Schnur, der leicht angespannte Schnur. Zappeln. Dann schleife ich wieder ein bisschen weiter. Meistens in der Phase, wo der Köder steht, so wie jetzt, dass da der Biss dann kommt. Das wäre das Ziel. Yeah, that's a good idea. Thank you. You're welcome. Oh, fish. Okay. Not a big one. There was fish behind. Yeah. Okay. Je bump again. 31.5. Good job. Slowly. Slowly. They really like the G-bump again, huh? Yeah, in linear fishing. A linear fishing? Yeah. Okay. The third fish, the last. Yeah. Like this. Okay. Like crankbait. Fish on. Bisschen bessere. Ja, so gut ist er nicht, aber hier vorne kommt er. Nein! Stich mir nicht so. Ja, oha. Er hängt schon mit der Zikade, aber ist mal der erste Barsch. Es gibt noch Fische hier, herrlich. Und der hat 27,5. Überhaupt nicht die angezielte Größe, aber schon mal ein Barsch. Es ist mal ein Anfang, aber definitiv soll der heute noch ausgetauscht werden. Und plupp. Weiter geht's. Aber es ist schon mal ein Anfang. Das ist einfach mal gut, eine krumme Rute in der Hand zu haben. Petri! Ja, Petri da zum 28er Barsch. Ja, ole. Aktuell freuen wir uns ja über alles. Ja. Unglaublich. Es sei ihnen gegönnt. Was den Einsatz betrifft, können sich Robin und Markus wirklich überhaupt nichts vorwerfen lassen und endlich gelingt ihnen zumindest der Ehrentreffer. Oder ist das doch der Beginn einer großen Aufholjagd? Der 21,5 zählt nicht. Könnte auch wahr sein. Ah, ist nett. Verdammte Achse. Wieder ein ganz schöner. Als hätte ich es gewusst.
75. Schöner Fisch. Wieder auf dem Gravity Twitch MR. Aber immer noch nicht der Zielfisch. Deswegen schnell rein damit und weitermachen. Wir sind hier auch reingefahren. Ah, scheiße, Biss. Ah, das gibt's doch nicht. Nichts Großes, wieder mal nichts Großes, aber Barsch. Bist du ready? Ja, jetzt geht's langsam in die Richtung Barsch. So, schön, gut, sehr gut. Jetzt langsam dürfen wir Barsch dazu sagen. So, das Gel ist noch nass von vorher. Legen wir einen Kescher nochmal drauf, dann ist sowieso nass. Übrigens, das ist ein Prototyp von unserem Barschkescher, der demnächst kommt. Schön leicht, trotzdem sehr robust und ein schönes, schönes Vollgumminetz, dass eben die Haken sich nicht verheddern. Wir haben hier 36. 36er, wunderschöne Tiere, jetzt noch 10 cm größer, dann passt das. Aber das ist schon mal wirklich schön, einfach jetzt einen Fisch zu haben. Ein 36 als Barsch, das passt schon hängt zusammen. Und es geht weiter. Der hat keine 36, aber der nächste Barsch, Petri Robin. 28, ja? Fisch? Ja, ab. 20. Ist wieder ab. Okay, gut. Release it. Wir müssen schnell weitermachen. Da waren noch 2, 3 dickere. Wenigstens, dass wir schon mal ein paar Fische drin haben. Mit der Hoffnung, dass die großen Barsche am Ende noch mal anfangen zu beißen. Es brennt auf jeden Fall noch Licht im Keller. 4 Stunden vor Ende hat Bullseye doch noch Fische gefunden. Andy und Tom hingegen sehen bisher den Barsch vor lauter Hechten nicht. Die Hälfte des Tages ist jetzt rum. Wir sind immer noch auf der Suche nach den rotflossigen, gestreiften Fischchen, die man eigentlich immer und überall fängt. Ja, es zeichnet sich momentan sehr schwierig. Also war ja schon bei uns auch im Vorfeld out, dass wir uns da schwer getan haben mit den Barschen. Aber war das eigentlich sicher, dass es ein bisschen besser läuft heute? Ja, aber also so schwer haben wir uns dann doch nicht getan. Das ist schwer, aber naja. Die Hechte sind heute sehr aktiv. Hilft uns nicht wirklich weiter, außer wir finden gleich doch noch die Barsche. Wir geben auf jeden Fall jetzt richtig Gas. Wir werden gleich noch mal die Stelle wechseln, noch was tiefer gehen. Unangenehm, aber was wollen wir machen? Wir bleiben dran. Eine kurzweilige Folge geht zu Ende. Einige gute Fische, sympathische Teams und vor allem Spannung bis zum Schluss. Christian und Dennis haben noch den ganzen Nachmittag Zeit, die Hechte zu verbessern und sollten bei ihrem Barschdurchschnitt das Halbfinalticket halbwegs sicher haben. Dahinter ist aber noch wirklich alles offen. Man hatte zwar nicht das Gefühl, dass es bei Mark und Geil so richtig läuft, weil bei Savage Gear aber partout kein Barsch beißen wollte, liegt Ilex momentan auf dem 2. Qualifikationsplatz. 2 durchschnittliche Exemplare würden Andy und Tom allerdings genügen und auch Bullseye sollte man keineswegs zu früh abschreiben, nachdem sich Markus und Robin vor dem Schlussspurt endlich eingegroovt haben. Alles angerichtet also für ein großes Finale. Seid also am Donnerstag um 20 Uhr dabei, wenn sich entscheidet, wer aus Gruppe C ins Halbfinale einzieht. Und in der Zwischenzeit lasst uns ein Like da, kommentiert, wie euch die Folge gefallen hat und stöbert mal bei uns im Shop oder gerne auch im Fachhandel. Ciao.